So. Did steal this, but does here take it? How did you fit this in your pouch? Strange, isn't it? Eventually, forgive me, I should have taken it. Forget it, let's move on. Okay. Noch irgendwas? Ja, auf jeden Fall zurück im Garten. Ja, ja. Ne, ich lasse die Rüstung noch an. So, down. Kann ich nicht noch... Ich möchte nämlich wirklich gerne wissen... Achso. Ich kann bestimmt noch Skills lernen. Mache ich das? Okay. Ich frage die einfach mal. Die natürlich eben machen können, aber vielleicht haben die noch was. Also einen haben die ja, glaube ich, noch offen. Dann gucken wir mal. The code is Dermot's last. Okay. Smugglers, they're not even guild members. You speak, Jeff. Liaison officer of the Smugglers Guild, Eastern Branch. Smuggling Rodgo without license. Big Jeff's going to be furious when we tell him about this. Aye, let us know what you find out about these smugglers. Na gut. Aber ich weiß nicht, wen ich noch fragen soll von den Wachen, weil die sind ja alle... Ah, ich weiß es auch nicht. Naja. So. Northern Slopes, wir kommen. So, müssen wir noch mal kurz das Verbindungsstück hier finden zu Haber. Da ist es nicht. Oh Gott. Esse ich jetzt was. Food. Ist das? Ne, das ist der zur Shaw, ne? Ja. Das ist der Zugang zu Haber. Da, ich sehe es. Nice. Warte mal, das heißt aber... Ich weiß noch nicht, ob das... Ist auch Hythe, aber... Dann müssen wir eine von denen... Magpie?
Der hier fehlt uns. Das hier fehlt uns. Okay. Dann... Sollten wir das zuerst machen? Sollten wir das machen? Ja, komm, machen wir. Aber wir müssen dafür durch Haber, oder nicht? Ja, okay. Ich hoffe, die Quest progresst jetzt hier nicht. So, dass wir normal weitermachen können und unsere Story irgendwie zu Ende geht. Das wäre schade. Ja, okay, wir können ja aber hier rüber. Ist gut. Also Great Hall. Und wer auch immer Magpie ist. Und wir müssen irgendwas mit diesem Chandelier machen hier. Wahrscheinlich in der Mitte anzünden irgendwas und dann... Okay, ich ziehe mich mal kurz um. So, wir sind in der Great Hall. Okay, das ist aber dann auch definitiv was, was wir noch nicht entdeckt haben. Also, dass wir mit dem hier irgendwas machen können. Das heißt, hier wird irgendeiner von denen aus sein, oder wie? Die sind an. Das wird zum... Okay, das ist eine Main... Ja, okay. Das heißt, wir müssen später wieder hierher. Schade. Wo haben wir das letzte Mal gespeichert? 5 minutes ago. Courtyard. Ja, okay. Das riskiere ich nicht hier zu laden, weil ich nicht weiß, was wir noch gemacht haben. Na gut, ja. Dann gehen wir mal wieder zu den Northern Slopes. Ja, okay, oder wir gehen nach unten. Das können wir auch. Ne, komm, wir gehen hoch. Sind wir schneller, glaube ich, bei den Northern Slopes. Um dann zur Shore zu kommen. Wow. Wow. In den Garten. Gut, mache es auch nicht oben, das ist auch schön.
Oh. To the shore. Ja, wo gibt's das letzte King-Kostümteil? Das... Ich weiß es nicht. Ich speichere mal kurz hier. Habe ich nicht. Normal. Geht doch. So. Sure. Na gut, dann muss der Weg dafür dienen. Gut, hier werden wir noch relativ wenig gesehen haben eigentlich, theoretisch. Ach, guck mal, ach, das ist der Weg einfach nur über die... Ne, über den Korb. Ja. Ah, ich habe schon mal gecheckt hier. Aha. Ja. Hier würde ich mich gerne mal umgucken. Ach, guck mal, hier war der Sprengstoff, glaube ich, auch noch, ne? Ja. Aber es ist Tag, das ist gut. Jetzt können wir vielleicht genau sehen, wofür das ist, aber... Vielleicht müssen wir auch einen Baum sprengen, der dann dahin kippt. Oh ne, das wird nix. Sehe ich jetzt schon. Ja, da komme ich auch nicht hin. Ich frage mich, ob es einen Sinn gibt für diese Dinger dann. Man muss ja, aber... Der Stein sieht anders aus, aber... Mhm. Oh, die verbrennen. Oh, müssen die alle gleichzeitig brennen? Kann das sein? Dann lege ich die einfach alle hin und dann gehe ich rum und lasse die hochgehen.
Und dann ziehen wir noch Powder-Cake-Sachen an. Ich glaube, das ist die optimale Lösung. So, hier ist auch noch eine. Da hinten ist auch noch eine. Und hier ist auch noch eine. Ja. Und die kriegen wir gleichzeitig hier. Vielleicht. Ja, ich mache die einzeln. Ist auch egal. Ich weiß nicht mehr, ob das richtig ist, was wir hier machen. Also. Wir müssen die in der Reihenfolge vielleicht... Ich habe keine Ahnung. Oder kann ich die auch so anzünden? Wobei glaube ich eigentlich... Ich weiß es nicht. Könnt ihr die bestimmt auch alle miteinander verbinden durch diese Dinger hier? Vielleicht mache ich das mal. Eine Riesenexplosion. Okay, da brauche ich richtig viele für. Naja, wir werden es versuchen. Liegt hier noch einer? Nö. Okay, wie verbinde ich die denn mit denen da vorne? Achso, von hier, okay. Ja, ich glaube, das ist alles nicht richtig, was ich mache. Aber es wird vielleicht eine nette Explosion geben. Oder das Spiel stürzt ab. Oder beides. Nach einer netten Explosion hört das Spiel auf zu funktionieren oder so. Who knows? Und vielleicht muss man es auch bei Nacht machen. Aber vielleicht ist es ja Nacht, wenn wir soweit sind. Also. Okay, das sollte dafür reichen. Jetzt brauchen wir hier noch einen. Da hinten bräuchten wir ja theoretisch auch noch einen. Trotzdem mal kurz gucken, ob ich den anzünden kann. Nee. Okay. Aber interessant, dass der anfängt zu brennen.
Das muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Oh Gott, stell das Ding ab. Ich hoffe, die jagen sich auch gegenseitig hier in die Luft. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist, aber ich hoffe drauf. Dann verbinde ich die auch schon mal hier. Okay. Jetzt noch den da hinten zu Ende verbinden und dann sollte es doch eigentlich reichen. Natürlich schon ein Stück weg, der Typ. Aber ich bin gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ob unser Projekt hier Früchte trägt oder tragen kann. Und ich möchte eigentlich vorher nochmal speichern. Just to be sure. Komm, hier stehe ich auch noch inzwischen. Das soll schon... Sollte Geiz, ne? So, kann ich irgendwo speichern. Ach komm, wir machen es jetzt so. Ich will nicht, dass die despawnen. Das kann natürlich auch sein. Also nochmal kurz gucken. Die. Wir haben alle eigentlich verbunden. Hier hinten liegt keiner mehr. Na, guck's mal. Die Fackel ist von alleine angegangen. Okay, schade. Ich verstehe es nicht. Ob das ein... Dann kann ich die auch so anzünden. Ich habe keine Ahnung. Ob so... Keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendeine Art Rätsel ist. Aber ich... Dann halt einen anderen Mal. Weil alle gleichzeitig, ich glaube, das wird nichts zeitmäßig. Die brennen ja jetzt nicht so lange.
Ach ja, wenn wir diese Hütte hier finden, da drin können wir auch eigentlich schlafen, wo der Wurm drin ist. Müssen wir nur erstmal finden. Das sieht doch gut aus. Und hier soll noch der Belt sein von dem... Ich weiß noch nicht wo. Egal, ich schlafe erstmal, bis es Tag ist. Ja gut, vielleicht ein bisschen später noch. Ein bisschen heller wäre schon schön. So. Nur wo? Was ist draußen? Ah. Oh. Schade. Okay, guck ich nochmal nach. Quest Guide to Honor the Dead. Achso. Ja, nee, das haben wir ja. Ich dachte eigentlich, es geht jetzt um diese Piraten. Ja, Ranger, genau. Nicht Rogue, was ich meinte. Ach so. Warte mal, was haben wir denn jetzt von dem... Das ist doch die einzige, die uns noch fehlt, die Tunika, ja. Bei Silas? Ah. Aber wie? Ranger, hier, da. Ach so, das ist nur ein anderes. Ah, das ist nicht das Gebäude hier. Das ist ein anderes, okay. Ein Steingebäude, das wir auch noch finden müssen dort. Okay. Wo finden wir hier ein Steingebäude? Bestimmt irgendwo weiter oben.
kurz Ausdauer aufladen. Okay, genau. Kommen wir hier weiter hoch? Oh, nö. Okay. Das wird ja auch nix. Was machen wir denn eigentlich mit dem Ranger-Kostüm? Na gut, wenn wir das haben, können wir auch wahrscheinlich free rumlaufen, aber... Ja. Hä, oder ist das Northern Slopes? Nee, ne? Belt Shore. Ja. Building at the shore. Ich weiß es nicht. So, muss hier gleich Shore oder sowas stehen, oder nicht? Ja. Komme ich da oben hoch? Könnte sein, sieht so aus. Na geht's. Da ist es doch. Aber das ist Harbor Map. Ich habe ja die Shore Map. Achso, ich will mal kurz speichern dann. Ich möchte gern noch mal sehen. Können wir es noch sehen? Wofür denn eigentlich? Ja. General Fist Red King. Achso, ja genau. Ja, gut. Ja, dann machen wir mal eine Quest weiter. Ich werde mal ausprobieren, ob wir mit dem hier dann einfach weitergehen können, so ungefähr. Ja. Falsche Richtung. Hier lang. Merra. Vielleicht sehen wir dann hier gleich unsere... Vielleicht sollten wir noch mal kurz, bevor... Ach, Costume Book. Das interessiert mich jetzt gerade.
Okay, ich kann nur gerade... Oh Gott, warum springt denn... Okay. Ranger. Rangers are mercenary skills and tracking common side. Ja, okay. Ach ja. Merra spoke. You stood before the Baron, your wife Merra at your side. He bid you play the poison cup, and you knew... this was not his... genau, das hatten wir schon. The last village lay 2 days past, and you sensed Master Llewellyn would not survive long enough to reach it, so you laid him in the handcart and hurried on, a young minstrel apprentice all but alone in a kingdom you'd known only in song until then. On you went towards the hills, down rutted lanes, through fords onward until the way grew steep and slippery with moss and rain, and there beyond the ridge, among fields of flowers, was a village, Hamel, an island in a golden sea. They took you in, a widow with knowledge of such things, prepared an infusion for elder word to help break your master's fever. You offered what little money you had in return, but the mice folk of Hamel would not accept it. But they welcomed your help on the fields, for too many bucks had left the village for the copper mine to the west. After sunset they bid you play, and you'd sing of distant places they scarcely heard of and would never see. And then one night a young doe joined the crowd, the pups all but pushing her into the circle, teasing her until shyly she began to dance. Strange, in all the weeks there you'd not noticed her. You played for her, fast as she could dance, and she danced for you, fast as you could play, both enchanted by the spirit of the lay. The fire's end was bright, and her brighter still. At last Master Llewellyn woke up from his fever, too weak to stand or even speak. Each morning you'd sit beside his bed and play for him a lay of healing. On the 7th day be-mouthed your name, and weakly beckoned you near. You leaned close, and he spoke in barely a whisper. Your lute, he muttered, it's out of tune. In waves the wind rolled through the field below, to break against the farmhouse walls in bursts of amber. And above there she was, laughing, cheek stuffed to bursting with great handfuls of seeds, taking more and scattering them to the ground. To you, her love, Merra, in the dying light of the harvest sun, Merra, whose name means sunflower. Harvest's end, for the first time in an age, Master Llewellyn sang, his voice bright and clear, and you knew then the time had come to travel south with the winter at your tail, to leave the valley, the village, and Merra. Merra, you longed for her to join you on the road, but you knew it was impossible for her brothers. For her brothers were too young to work in the fields, and her father was too frail. She was duty-bound to them, and you were to your master. Your mentor or Merra, to choose between them was unthinkable. Tomorrow will be the day, you told yourself, and you'd done yesterday. As you'd done yesterday, and the day before. You slept in fits and starts, rising before dawn, no closer to a decision. Master Llewellyn's room was empty, blankets neatly folded at the foot of his bed. On the table was a lute, his lute, made by his master from driftwood gathered on the shore of Lake Velia, and a note. This life is your song. Had it really been 3 whole years since Master Llewellyn left? You'd worked hard and learned so much since then, how to read the land, the winds, and the changing seasons, learning the uses for each crop, for food, for dyes, and for fabrics. And then to you and Merra came a child, just one rare for mice, and so thought of as a blessing. You named him Bryn, the mouse word for seed. The minstrel's life seemed so distant then, and you were happy. Merra's brothers came of age and left to seek their fortune in the mines. Her father passed away not long after, but there was little time to mourn. While Merra nursed Bryn, you worked the land alone, and your lute lay untuned and unplayed in the attic. Yet still, some nights you dreamt of music and the freedom of the open road. News reached the village that the Red Guard had seized the mine, demanding longer shifts, sinking new shafts, and digging too deep into caverns the light was never meant to reach. Kam jetzt ein Ballrock. The wind changed, blowing from the west through the mine, and with it carried on gossamer sails near invisible to the eye,
came the spiders, hatchlings, drifting down into Hamel's fields, burrowing unseen into the earth. The spider was already dead when you reached the high meadow, Merra's hatchet sticking from its eye. Bryn was crying, more startled by his mother's scream than by the spider's bite. He was deathly quiet now, laid over your shoulder as you buried through the snow, Merra close behind. Ahead, barely visible through the squall, you could just make out the turn road checkpoint. Just beyond lay the torches of the mine and the healer who might save your child. The 2 sentries held you at the checkpoint for what seemed like an age, uncertain what to do while they waited for their sergeant to return. He cursed them both for their stupidity, the sergeant, and with your son cradled beneath his cape, he settled his mount and rode hell for leather for the mine. But Bryn died there on the turn road. Spring came, but no flowers grew in the fields. The crops failed. The blooms, like Bryn's grave, smothered beneath the spiders' webs. Merra watched quietly from the ridge, a thin straggle of handcarts and wagons heading out away from Hamel, the fields aflame, the village an island in the golden sea. Every night a new place, a sea of strangers' faces in the dark, a different bed. Curious how easily you returned to it, a way of life you'd almost forgotten, a minstrel's life. But you had the road beneath your feet, your lute across your back and Merra on your arm. Home is not a place, you thought, home is by her side. Tilo and Merra, the minstrel and the dancer. On stage you were in harmony, close as ever. In truth, Merra grew ever more distant and withdrawn. She would disappear for hours at a time and come home after dark. Just walking, she sat alone with her thoughts and memories. Bryn was never spoken of. You woke to raised voices in the distance. There, standing over you, lit by a waning moon, was Merra. We must go now, she whispered. You nodded and got dressed, though you did not quite understand. You left the handcart hidden and followed Merra deep into the woods. You never asked her to explain, afraid of you never asked her to explain, afraid of what the answer might be. And then, quite suddenly, not so long ago, you were summoned by the Manor House to play before the Baron. Das war also die Geschichte von Tilo,